Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei Danke Cast Deutsch. Ich bin Henry und heute starten wir direkt mit einem sehr interessanten Thema. Guten Abend, ich bin Emilia und ich freue mich riesig, wieder hier zu sein. Heute sprechen wir über etwas, das viele Menschen kennen: Reisen. Aber nicht einfach nur Reisen. Wir vergleichen heute Geschäftsreisen und Urlaubsreisen. Genau. Das ist ein tolles Thema, weil fast jeder schon einmal verreist ist. Entweder für die Arbeit oder zum Vergnügen. Und der Unterschied ist wirklich groß. Emilia, hast du schon viele Geschäftsreisen gemacht? Oh ja, leider. Ich sage leider, weil Geschäftsreisen wirklich anstrengend sein können. Man fährt nicht zum Spaß, man hat Termine, Meetings und viele Aufgaben. Es gibt keinen Moment zum Entspannen. Das stimmt. Bei einer Geschäftsreise ist alles sehr strukturiert. Man wacht früh auf, geht sofort zu einem Meeting, dann zum nächsten, dann zum Mittagessen mit dem Chef, dann wieder Meetings am Nachmittag. Der Tag ist voll. Und das Hotel. Bei einer Geschäftsreise schaut man sich das Hotel kaum an, man kommt spät abends an, schläft ein paar Stunden und am nächsten Morgen geht es schon wieder los. Man sieht nur das Zimmer und das Frühstücksbuffet. Das Frühstücksbuffet ist vielleicht das Beste an einer Geschäftsreise, aber im Ernst, bei einer Urlaubsreise ist alles ganz anders. Man wählt das Hotel mit Liebe aus. Man liest Bewertungen, schaut sich Fotos an und überlegt: Gibt es einen Pool? Ist das Frühstück gut? Ist die Lage schön? Ja, genau, und man freut sich wochenlang vorher darauf. Bei einer Geschäftsreise bekommt man oft nur 3 Tage vorher Bescheid. Der Chef sagt: Henry, du fährst nächste Woche nach Hamburg. Und man denkt: Was? Schon wieder? Oh, das kenne ich gut. Und dann packt man schnell den Koffer. Bei einer Urlaubsreise packt man den Koffer schon 2 Wochen vorher, oder? Man legt die Badesachen rein, die schönen Kleider, die Sonnencreme. Ich packe meinen Urlaubskoffer tatsächlich sehr früh. Ich fange eine Woche vorher an. Ich denke an jeden Tag: Was mache ich am ersten Tag am Strand? Was ziehe ich beim Abendessen an? Es macht so viel Spaß. Und jetzt eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Packt ihr den Koffer früh oder erst am letzten Abend? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig, wie ihr das macht. Gute Frage, Henry. Also reden wir weiter über den Unterschied. Das Transportmittel ist auch interessant. Bei einer Geschäftsreise fährt man oft mit dem Zug oder fliegt. Alles wird von der Firma bezahlt. Das klingt gut, oder? Ja, aber man hat keine Wahl. Die Firma bucht den Zug um 6 Uhr morgens. Ich bin kein Morgenmensch. Bei einer Urlaubsreise wähle ich selbst. Ich nehme den Flug um 10 Uhr, damit ich ausgeschlafen bin. Das ist ein sehr guter Punkt. Die Freiheit ist bei einer Urlaubsreise viel größer. Man entscheidet selbst, wohin fahre ich, wann fahre ich, wie lange bleibe ich, mit wem reise ich. Alles ist in der eigenen Hand. Bei einer Geschäftsreise gibt es diese Freiheit nicht. Man fährt dorthin, wohin die Firma sagt. Man bleibt so lange, wie die Firma sagt. Und man arbeitet die ganze Zeit. Aber es gibt auch einen Vorteil bei Geschäftsreisen. Man lernt neue Städte kennen. Ich war durch meine Arbeit schon in vielen deutschen Städten: München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt. Das ist eigentlich toll. Das stimmt. Wenn man ein bisschen Glück hat, hat man nach den Meetings noch eine Stunde Zeit. Und dann geht man schnell in die Altstadt oder trinkt einen Kaffee in einem schönen Café. Das sind kleine Momente, die man genießen kann. Kleine Momente, das ist ein gutes Stichwort. Bei einer Urlaubsreise sind alle Momente groß. Man hat Zeit für alles. Man geht ins Museum, man macht eine Stadtführung, man probiert lokales Essen, man sitzt stundenlang im Café. Essen. Das Thema Essen ist auch sehr unterschiedlich. Bei einer Geschäftsreise isst man oft im Restaurant des Hotels oder in einem Geschäftsrestaurant. Man bestellt schnell etwas, weil man keine Zeit hat. Ja, und oft isst man mit Kollegen oder Kunden. Das Gespräch ist meistens über die Arbeit. Wie läuft das Projekt? Was denken Sie über den neuen Vertrag? Man kann nicht einfach entspannt essen. Bei einer Urlaubsreise ist das Essen ein Erlebnis. Man geht auf den Markt, kauft frische Produkte, kocht vielleicht selbst oder man sucht ein kleines, authentisches Restaurant, wo die Einheimischen essen. Das ist wunderschön. Ich liebe es, auf Reisen lokales Essen zu probieren. Das ist für mich das Wichtigste beim Reisen. In Italien esse ich echte Pizza, in Spanien probiere ich Tapas, in Japan esse ich frisches Sushi direkt vom Markt. Und hier noch eine Frage an unsere Zuschauer. Was ist für euch das Wichtigste beim Reisen? Das Essen, die Sehenswürdigkeiten, das Hotel oder das Wetter? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Oh, ich bin gespannt auf eure Antworten. Kommen wir jetzt zum Thema Stress. Geschäftsreisen sind oft sehr stressig. Man hat viele Verantwortungen. Man muss pünktlich sein, man darf keine Fehler machen, der Druck ist hoch. Absolut. Ich erinnere mich an eine Geschäftsreise nach München. Mein Zug hatte Verspätung.
Ich kam zu spät zum wichtigsten Meeting. Mein Chef war nicht glücklich. Das war wirklich stressig. Oh nein, das klingt schrecklich. Bei einer Urlaubsreise kann man entspannter mit Problemen umgehen. Wenn der Flug Verspätung hat, dann trinkt man einen Kaffee am Flughafen und liest ein Buch. Kein Problem. Genau. Die Einstellung ist komplett anders. Bei einer Urlaubsreise denkt man, alles ist gut, wir sind im Urlaub. Selbst kleine Probleme werden zu Abenteuern. Wir haben uns einmal im Urlaub verfahren und haben dadurch ein wunderschönes kleines Dorf entdeckt. Das ist so wahr. Fehler im Urlaub werden zu guten Geschichten. Fehler auf einer Geschäftsreise werden zu Problemen. Das ist ein riesiger Unterschied in der Psychologie. Ein anderer Punkt ist das Budget. Bei einer Geschäftsreise zahlt die Firma. Das Hotel, die Zugtickets, das Essen in Restaurants, alles ist bezahlt. Man muss nicht auf den Preis achten. Das stimmt, aber bei einer Urlaubsreise zahlt man selbst. Man überlegt, kann ich es mir leisten, in diesem Hotel zu übernachten? Ist dieses Restaurant zu teuer? Soll ich wirklich diesen teuren Ausflug machen? Das Budget gibt dem Urlaub aber auch eine besondere Bedeutung. Man hat gespart, man hat geplant, man hat sich diesen Urlaub verdient. Deswegen genießt man jeden Moment noch mehr. Das ist ein schöner Gedanke, Henry. Man schätzt den Urlaub mehr, wenn man selbst dafür bezahlt hat. Es ist etwas Besonderes. Und wie lange sind die Reisen? Geschäftsreisen dauern meistens 2 bis 3 Tage, manchmal nur einen Tag. Man fährt morgens hin und abends wieder zurück. Das ist sehr intensiv. Urlaubsreisen können eine Woche, 2 Wochen oder sogar einen Monat dauern. Man hat wirklich Zeit anzukommen und sich zu erholen. Die ersten Tage sind oft zum Entspannen. Dann erkundet man. Dann genießt man einfach. Nach einer Geschäftsreise kommt man erschöpft nach Hause. Nach einer Urlaubsreise kommt man erholt und glücklich nach Hause mit vielen schönen Fotos und Erinnerungen. Fotos. Ein wichtiger Punkt. Bei einer Geschäftsreise macht man kaum Fotos. Vielleicht ein Foto vom Konferenzraum für den Bericht. Bei einer Urlaubsreise macht man Hunderte von Fotos. Vom Sonnenuntergang, vom Essen, von sich selbst vor dem Wahrzeichen. Ich mache immer zu viele Fotos im Urlaub. Mein Telefon ist danach immer voll. Aber ich bereue es nicht. Jedes Foto ist eine Erinnerung. Und die Souvenirs. Bei einer Urlaubsreise kauft man Souvenirs für die Familie, für Freunde, für sich selbst. Ein kleines Andenken aus einem anderen Land, das ist wunderschön. Bei einer Geschäftsreise kauft man vielleicht eine Tüte Kekse am Bahnhof für die Kollegen. Das ist der Unterschied. Emilia, wenn du wählen könntest, nur noch Urlaubsreisen oder nur noch Geschäftsreisen, was wählst du? Urlaub, ohne Frage, absolut Urlaub. Und du, Henry? Definitiv Urlaub. Obwohl ich zugeben muss, dass Geschäftsreisen manchmal auch interessant sein können. Man trifft neue Menschen, man lernt neue Städte kennen, man wächst beruflich. Aber wenn ich die Wahl habe, Urlaub. Das ist fair. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Aber das Gefühl, wenn man im Urlaub aufwacht, keinen Wecker braucht und einfach den Tag genießen kann, das ist unbezahlbar. Wunderschön gesagt, Emilia. Und jetzt, liebe Zuschauer, möchten wir von euch wissen, bevorzugt ihr Geschäftsreisen oder Urlaubsreisen? Oder habt ihr vielleicht eine Kombination erlebt? Ein sogenannter Bleisyre-Trip, wo man Arbeit und Urlaub verbindet? Schreibt uns in die Kommentare. Ja, das würden wir wirklich gerne wissen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal Dankecast Deutsch. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ihr bestimmte Themen habt, über die ihr gerne auf Deutsch sprechen möchtet, schreibt sie in die Kommentare. Wir lesen alles und nehmen eure Vorschläge sehr ernst. Das stimmt. Ihr seid unsere Inspiration. Ohne euch gibt es kein Dankecast Deutsch. Danke, dass ihr jeden Tag Deutsch lernt und übt. Das ist wirklich toll. Deutsch lernen ist ein langer Weg, aber jeder Schritt zählt. Hört einfach weiter zu, sprecht nach und habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind normal, sie helfen euch besser zu werden. Genau. Und mit Dankecast Deutsch habt ihr jeden Tag die Möglichkeit, natürliches, alltägliches Deutsch zu hören. Kein kompliziertes Grammatikbuch, einfach echte Gespräche. Das ist unser Ziel. Wir wollen, dass ihr Deutsch hört, wie es wirklich gesprochen wird. Zwischen Freunden, in der Arbeit, auf Reisen, natürlich und locker. Und heute haben wir über Reisen gesprochen, ein Thema, das alle lieben. Ich hoffe, ihr habt heute viele neue Wörter und Ausdrücke gehört und vielleicht auch einige gelernt. Wunderschön. Wir verabschieden uns jetzt für heute. Es ist Abend und wir brauchen beide eine Pause nach all dem Reden über Urlaub. Jetzt wollen wir selbst einen. Ha, ich träume schon von meinem nächsten Urlaub. Vielleicht Griechenland oder Portugal? Was denkt ihr? Wohin soll ich fahren? Schreibt es in die Kommentare. Gute Nacht, liebe Zuschauer, und bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Tschüss. Gute Nacht an alle. Bleibt neugierig, lernt weiter Deutsch und vergesst nicht, jeder Tag ist eine neue Chance.
Tschüss und bis bald.